Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so bringt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen. Ups. Ja, ich habe hier irgendein Thema, da ist man vielleicht nicht so angebunden an sein Schöpfertum. Irgendwelche Blockaden, die damit zu tun haben, etwas auf die Welt zu bringen, aktiv zu sein. Möglicherweise hat hier der ein oder andere das Gefühl, dass das Gegenüber ein bisschen bockig ist oder sich zurückzieht oder zu viel sein eigenes Ding macht. Oh, okay. Und wir haben hier die Maske, ne? Hier kann schon sein, dass jemand etwas nicht zeigt, etwas unterdrückt, etwas nicht an die Oberfläche lässt. Möglicherweise versteckt man hier auch seine eigenen Gaben oder Talente oder lebt nicht alles. Man verdeckt es sozusagen. Ja, hier ist es Zeit, die Maske fallen zu lassen, weil man hier auch dadurch verzögert oder verhindert und weil es am Ende mehr Unklarheiten bringt als irgendetwas. Speziell kann ja auch sein, dass ihr jemand sprichwörtlich erwischt oder demaskiert. Eine unangenehme Wahrheit oder Tatsache, die hier ans Licht kommt. Es ist möglicherweise auch etwas, was euch auf dem Herzen liegt oder was euch in der Liebe begegnen kann, was auch Konflikt mitbringt, etwas, was im Verborgenen so rumrumort und jetzt dann plötzlich so ein Ausrufezeichen kriegt, mit dem man eventuell auch nicht rechnet. Ja, das passt jetzt wunderbar. Eigentlich ist es auch so eine Sache zwischen Paaren. Der eine möchte aufblühen, Leidenschaft leben, der andere macht sein Ding und sagt vielleicht auch nicht alles, zeigt vielleicht auch nicht alles, ist selber immer auch wieder so ein Faktor, wo man sich in der Mitte nicht treffen kann, weil man sich im Weg steht. Das kann ja eine Meinungsverschiedenheit sein, das kann ja auch etwas sein, was, wie nennt man das? Ja, wo zwei gänzlich andere Wahrheiten leben. Hier ist es jetzt die typische Paarkonstellation, aber wir können jetzt auch auf den nehmenden und den gebenden Teil in uns projizieren. Hier wird einfach gesagt, dass es mehr Konflikt bringt und Verzögerung, anstatt es offensichtlich zu zeigen oder den blinden Fleck auch zu erkennen. Und da geht es, glaube ich, drum. Wir haben das Einhorn hier unten. Auf dieser Seite haben wir die Dankbarkeit. Das Einhorn steht für das Thema Reinheit auch. Und ja, wenn etwas unter der Maske ist, dann zeigt man damit die ganze Reinheit eben nicht. Das ist das Verneinende dran, ne? Ja, die Einhornkarte, die fällt hier, wenn man wieder dafür bereit ist, wenn man wieder dafür bereit ist, sich in so kindliche Reinlichkeit oder Unschuld zu versetzen, die Welt mit anderen Augen anzugucken, mit so einem gewissen Staunen auch. Ja, Einhörner stehen oft auch für Reinheit, Unschuld, Hoffnung und Glauben und auch ein bisschen für Wunder. Und wenn man hier aufhört, die Welt durch die Brille der Vergangenheit zu betrachten, wird man feststellen, dass man eigentlich frisch und wunderbar vom Universum, vom Außen, von allem, vielleicht auch vom Gegenüber profitieren kann. Und man braucht sich auch nicht über das Gewesene zu definieren. Möglicherweise ist es hier auch Zeit, eine Situation zu reinigen oder an sich das ganze Feld, das einen umgibt.
Man öffnet sich wieder mehr der Unschuld, dem Reinen, dem Wunder im Leben. Hier gibt es auch ein bisschen Übernatürliches, Zeit für Magie, ein bisschen Verzauberung. Die Dame guckt hier in die Leidenschaft hinein. Ja, und ich glaube, dass es sehr viel mit dem Blick in die Realität zu tun hat, ne? Also gucke das, oder wir gucken einfach, dass wir hier wieder in die angeborene Unschuld zurückblicken. Wir müssen praktisch so wie mit dem Radiergummi mal das Vergangene weg sein lassen. Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber dadurch wird es uns gelingen, dass wir den Zauber der Welt wieder ein bisschen mehr spüren. Und dann haben wir hier ja noch die Blauglöckchenfee, und diese bringt uns das Thema Dankbarkeit mit. Und ich probiere das bei mir schon ja, eine ganze Zeit lang, dass ich einfach wieder für alles dankbar bin, und zwar richtig, reinen Herzens, ne? Dass ich Zufriedenheit ausstrahle und Frieden, und dass sich das Gefühl in mir auch immer mehr ausweitet. Egal was gerade ist, es gibt immer einen Punkt zumindest, für den man dankbar sein kann. Es kann ein Mensch sein, eine Begebenheit, eine Situation, ein Gegenstand, was immer, ne? Und strahlst du Dankbarkeit aus, kriegst du sie auch zurück. Es geht um Wertschätzung für alles, was uns zur Verfügung steht und uns gegeben wird. Und probier das selber gerne mal aus. Es ist wirklich so, manche können es ja nicht visualisieren, dann schreibt es auf und werft jeden Tag einen Blick da drauf. Das ist wirklich ein gutes Gefühl, finde ich. Auch so ein bisschen magisch. Und man bekommt wirklich da, wo man den Blick drauf wirft, auch tatsächlich noch einiges zurück. Möglicherweise geht es hier tatsächlich darum, dass man auch irgendwas nicht richtig wahrnehmen kann, weil man schon so überdeckt ist von Sachen, weil man nicht mehr an den Ursprung oder an die Essenz von irgendetwas kommt, weil es überdeckt und überhäuft ist von Dingen. Und hier haben wir das Alltagsglück dabei, ne? Also gucke hier vielleicht auch im Kleinen, wo du deine Leidenschaft reinstecken kannst, wo dir etwas gut gefällt, wo das Alltagsglück deinen Weg ein bisschen tapeziert. Und so wird dir dein Herz hier wieder aufgehen und du kannst das Ganze auch noch vermehren. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir lassen das mal so stehen. Es ist sehr speziell, aber doch sehr richtig. Ich drücke euch, bis morgen.